Lass uns heute mal über den Unterschied sprechen zwischen Emotionen erleben und Emotionen an anderen auslassen. Vieles, was ich hier bei YouTube mache, geht darum zu sagen, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle und die dürfen da sein. Die müssen sogar da sein, die müssen erlebt werden. Und ich bringe viele dieser Emotionen auch in der Öffentlichkeit zum Ausdruck, Weinen oder Wut zum Beispiel. Aber wo liegt denn dann der Unterschied zwischen Emotionen erleben und Emotionen an anderen auslassen? Weil mal ehrlich, wir wollen nicht in die Welt hinausgehen und dass jeder seine Wut irgendwie ungefiltert zum Ausdruck bringt, unreflektiert. Ich glaube, Kriege gibt es schon genug von Menschen, die genau das nämlich tun. Etwas, wo sie sich wenig bewusst sind, am anderen auslassen, an einer anderen Nation, an einer anderen Kultur, an einer anderen Religion, was auch immer. Und ich denke, davon hat dieser Planet genug. Also möchte ich heute darauf eingehen, was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen ich lasse Gefühle und Emotionen zu, ich lebe und erlebe sie und der Unterschied, aber wie mache ich das, ohne dass ich sie am anderen auslasse? Und tatsächlich ist es eine Bewusstseinsfrage, das zu tun. In dem Moment, wenn eine Emotion hochkommt oder ein Gefühl, bin ich mir darüber bewusst und schaut euch das an. Es passiert fast ausschließlich in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es scheinen immer andere zu sein, die eine Emotion in mir triggern und auslösen. Außer, und das ist ganz spannend, wenn ihr zum Beispiel phobische Ängste kennt oder Panikattacken ausgelöst von Situationen und Ereignissen. Da hat man auf einmal Angst vor Spinnen oder vor Gewitter. Das hat wenig Zwischenmenschliches. Die Psychotherapie konzentriert sich dann auf das angstauslösende Objekt. Also wenn es eine Spinne ist, hat es vielleicht evolutionäre Gründe, oder wenn es Gewitter ist, hat es auch evolutionäre Gründe. Evolution ist ein großes Thema in der Psychotherapie, weil dagegen können wir ja auch gar nichts tun, gegen unsere Gene. Ich glaube aber nicht, dass da die Ursache liegt, sondern die Ursache auch dieser phobischen Ängste liegen am Ende in zwischenmenschlichen Beziehungen aus einer frühen Kindheit. Und da entweder wurden Dinge verknüpft mit dieser Angst, das heißt, eigentlich hatten wir vor etwas anderem Angst und stattdessen projizieren wir diese Angst auf ein totes Objekt, oder die Angst überdeckt ein tiefsitzendes Trauma. Das ist aber nochmal ein Thema für sich, da muss ich mal ein anderes Video drüber machen. Also zurück zu den Emotionen. Emotionen werden also in zwischenmenschlichen Beziehungen getriggert. Jemand sagt oder tut etwas und wir spüren eine Emotion. Und mal ehrlich, das kann Tage, Wochen oder sogar Jahre und Jahrzehnte hinterher sein. Ich kann mich über Dinge ärgern, die sind vor 20 Jahren passiert. Obwohl ich ja gar nicht mehr in dieser zwischenmenschlichen Situation bin. Aber das passiert in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Diese Gedanken holen dieses Gefühl wieder hoch. Und daran erkenne ich, ich hab das nicht verarbeitet. Da ist immer noch eine emotionale Wunde in mir, die getriggert wird. Und nur deswegen können mich diese Gedanken an diese emotionsauslösende Situation überhaupt wütend machen oder ängstlich. Dadurch, dass Emotionen immer im Umgang mit einem anderen Menschen ausgelöst wird, glauben wir, dass die Emotion die Schuld des anderen ist. Der ist daran schuld, dass ich jetzt so empfinde. Der andere hat Schuld, dass ich jetzt wütend sein muss. Das Jobcenter ist daran schuld, dass ich mich jetzt gerade ärgern muss. Oder jemand macht mir Angst. Das ist diese logische Verknüpfung, weil es passiert ein Reiz und daraufhin kommt die Reaktion Emotion in uns und somit glauben wir, Reizreaktion gehört zusammen. Und dann muss man sich fragen, ist das wirklich so? Ist das diese direkte Verbindung, oder werde ich nicht eigentlich wütend über etwas, was viel früher in mir angelegt wurde, nämlich eine emotionale Wunde in mir, die wenig mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Der andere erinnert meinen Körper nur an die Situation aus meiner Vergangenheit und mein Körper spielt dasselbe Szenario wieder ab. Und daraufhin werde ich wütend. Und so kann man erkennen, indem man Bewusstsein in seine Emotionen hineinbringt. Okay, hier kommt gerade eine Emotion.
weil der mich wütend gemacht hat in meinem Glauben. Ist das wirklich so? Hat er mich gerade wütend gemacht oder kommt meine emotionale Reaktion von ganz woanders her? Und in dem Moment macht ihr einen Break in eure Emotionen hinein. In dem Moment könnt ihr eine Wahl treffen, lebe ich diese Emotion jetzt gerade aus oder nicht? Ich glaube, je mehr Emotionen wir aus der Kindheit unterdrückt haben, desto mehr müssen wir diesen Emotionen im Hier und Jetzt als Erwachsene erlauben, da zu sein und gelebt zu werden. Und ja, das kann sein, ich gehe nach draußen, jemand triggert diese emotionale Wunde in mir und daraufhin werde ich wütend und ich bringe das zum Ausdruck. Gleichzeitig bin ich mir aber bewusst darüber, dass ich nicht mehr dieses wütende Kind bin. Dieses wütende Kind, diese Emotion Wut aus meiner Vergangenheit darf zum Ausdruck kommen. Aber ich bin die Erwachsene und ich sehe, okay, der andere ist nicht daran schuld. Und das kann ich dann auch genau so formulieren. Ich werde wütend, ich zeige eine Reaktion. Ganz klar, ich greife den anderen nicht an, das macht ja Wut oft. Der andere möchte angreifen, bis unter die Gürtellinie. Darüber bin ich mir klar und deswegen, das sind Grenzen, die ich für mich selbst gesetzt habe, das geht nicht. An diesen Ort werde ich nicht gehen, an diesen Ort unter der Gürtellinie. Und mir dann aber darüber bewusst zu sein, okay, da lebe ich gerade einen Anteil aus und ich kommuniziere das auch gerne offen und sage dann, wenn diese Emotion zum Ausdruck kam, kann ich wieder zu meinem Erwachsenenanteil finden und erkennen, da wurde gerade etwas getriggert, Entschuldigung, ich weiß, Sie persönlich oder du persönlich bist nicht an meiner Emotion schuld. Das musste gerade nur zum Ausdruck kommen. Und um hier emotionale Reife reinzubringen und zu erkennen, okay, ich habe eine Emotion, die ist da, die wurde vom Außen, von einer anderen Person ausgelöst, aber die andere Person ist nicht daran schuld. Und dann Wege zu finden, wie lebe ich die Emotion vielleicht für mich alleine zu Hause aus, dass ich mir Raum und Zeit schaffe in meinem Leben, dieser Emotion zu erlauben, zum Ausdruck zu kommen, in einem sicheren Rahmen. Vielleicht kloppe ich ein Loch in die Wand. Ja. Oder ich schreie oder ich gehe in den Wald singen. Ich tanze dann gerne. Bewegung bringt Emotionen in Bewegung tatsächlich. Bewegung lässt diese stagnierende Energie in unserem Körper weiterfließen. Vielleicht wollt ihr Tagebuch führen, vielleicht bei mir sind es, meine Gedanken helfen mir unglaublich gut dabei, vor allem Wut zu verarbeiten. Ich denke wirklich, ich habe all die wütenden, garstigen, bösen Gedanken, die es gibt in mir und die gibt es leider. Ja, ich wäre ein hocherleuchteter Mensch, der niemals schlechte Gedanken hat, aber das ist einfach nicht wahr. Die sind da und die möchten zum Ausdruck gebracht werden. Aber ich lasse sie nicht an dem Außen aus, weil ich weiß, das Außen setzt nur einen Reiz, einen Trigger, der diese emotionale Wunde in mir triggert, die dann zum Ausdruck kommt. Und so kann man immer weiter Bewusstsein in die eigenen Gefühle, in die eigenen Emotionen hineinbringen, damit man sie nicht mehr ungefiltert am Außen auslässt. Vor allem nicht an abhängigen Wesen wie Arbeitnehmer oder Kinder zum Beispiel oder Haustiere, die es dann abbekommen, weil sie sich nicht wehren können. Sondern zu erkennen, wow, das ist etwas, die Emotion entsteht aus mir heraus. Nicht, sie kommen nicht vom Außen. Das ist der Unterschied. Probiert es mal aus. Ich danke euch.